Vor kurzem haben wir ein Video gepostet, was hier bei vielen hohen Anklang gefunden hat. Es ging nämlich um die Frage, wie Renten aus Deutschland im Ausland besteuert werden und in welchen Ländern man unter Umständen die deutsche Rente sogar steuerfrei oder steuerlich sehr begünstigt erhalten kann. Wir haben uns jetzt entschieden, nochmal eine neue Version dieses Videos aufzunehmen, und das ist sie genau, die neue Version zu diesem Video. Hier nochmal kurz ein Hinweis in eigener Sache. Ende September 2024 findet unser Event Ruhestand im Ausland in London statt, ein zweitägiges Seminar. Und da geht es genau um die Themen, die wir jetzt hier auch ansprechen. Also wie kannst du deinen Ruhestand im Ausland gestalten, und zwar mit dem Ziel gestalten, dass dir der Staat das hart erarbeitete Vermögen und deine Rente, Pension, Ruhestandsbezüge etc. nicht wegnimmt. Du weißt ja, welche Entwicklungen es hier in der EU gibt. Ich sage nur Stichwort AMLA, möglicherweise dann hier auch Vermögensregister, EU-Reichensteuer, Vermögensteuer, wie auch immer man dazu sagt, Lastenausgleich. Das sind alles Realitäten, und natürlich sind vor allen Dingen jene, die demnächst in den Ruhestand gehen, hier besonders betroffen. Denn sie haben ihr ganzes Leben lang hart gearbeitet, gespart, sich an die Regeln gehalten, Steuern bezahlt. Und jetzt stehen sie hier vor der Situation, dass ihnen der Staat hier möglicherweise einen Teil ihres Vermögens, vielleicht sogar einen Großteil wegnehmen will, um eben die Projekte zu finanzieren, die der Regierung, die gerade an der Macht ist, wichtig sind. Sei es Aufrüstung, sei es Krieg, sei es Klimawandel, sei es Energiewende, sei es Deindustrialisierung und so weiter und so fort. Auch der Sozialstaat muss ja hier weiter am Leben gehalten werden. Also viele sehen die Entwicklung natürlich als besorgt, und um solche Themen genau geht es dann auch bei unserem Seminar. Wir zeigen dir bei dem Seminar, wie du dich schützen kannst, wie du dein Vermögen schützen kannst. Wir können dir zum Beispiel verraten, wie du aus Deutschland wegziehen kannst und sofort ohne Wartefrist von 5 Jahren, von 10 Jahren hier die deutsche Erbschaftssteuer vermeiden kannst. Das sind so Themen, bei denen es darum geht. Ich werde bei dem Seminar sein, Daniel Taborek wird da sein. Auch viele interessante Sprecher und Referenten werden hier zu diesen Themen sprechen. Ich würde mich freuen, dich dort begrüßen zu dürfen. Wie immer kannst du hier deinen Partner, Ehepartner, Lebenspartner, Geschäftspartner kostenlos mitbringen. Alle weiteren Informationen hier im ersten Kommentar zu diesem Video, der auch gepinnt ist. So, kommen wir aber nun zurück zum Thema Besteuerung der deutschen Rente im Ausland. Wie gesagt, wir hatten dort vor kurzem ein Video schon gemacht. Das haben sich auch ziemlich viele angeschaut von euch. Viele haben auch kommentiert, viele haben positiv kommentiert. Aber es ist eben leider so, dass wenn man versucht, hier einen sehr komplexen Sachverhalt stark zu reduzieren auf wenige Minuten, es nicht immer dann so rauskommt, wie man es möchte. Und im Nachhinein habe ich mir gedacht, dass doch dort einige Unklarheiten drin sind und vielfach auch vielleicht mehr Fragen aufgeworfen als beantwortet werden, und habe mich daher dazu entschlossen, nochmal eine neue Version dieses Videos aufzunehmen, wo ich jetzt auch grundsätzlich neu strukturiere und auch noch auf mehr Sachverhalte eingehe, die beim ersten Video hier nicht diskutiert wurden, die aber doch für das bessere Verständnis sehr wichtig sind. Also, zunächst mal zum allgemeinen Verständnis. Wenn du als Vorruheständler oder Ruheständler ins Ausland umziehst und einen Rentenanspruch oder eben einen Ruhegehaltsanspruch aus Deutschland hast, dann wird dir diese Zahlung aus Deutschland geleistet. Diese wird also nicht zum Beispiel jetzt hier von den Rentenkassen deines neuen Ansässigkeitsstaates hier getragen, weil es hier zum Beispiel ein sogenanntes Sozialversicherungsabkommen zwischen beiden Staaten gibt. Auf was es hier ankommt, sind die sogenannten Doppelbesteuerungsabkommen. Das heißt also, mal angenommen, du ziehst nach Italien, hast Anspruch auf eine deutsche Rente, dann wird dir letztlich aus Deutschland diese Rente bezahlt, und das Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Deutschland und Italien regelt dann, wo Steuern auf diese Rente fällig werden. Im Grundsatz muss man dazu sagen, dass die deutsche Finanzverwaltung ganz klar das Ziel hat, deutsche Renten, deutsche Ruhestandsbezüge in Deutschland zu versteuern. Hier gibt es schon seit vielen Jahren einen Trend, auch bei der Neuverhandlung von Doppelbesteuerungsabkommen,
wird darauf jeweils ein großer Wert gelegt. Hier hat also die Finanzverwaltung eine ganz klare Strategie. Es gilt auch grundsätzlich immer dann, dass wenn es kein Doppelbesteuerungsabkommen gibt, dass diese Renten, diese Ruhestandsbezüge dann in Deutschland steuerpflichtig sind. Aber eben Doppelbesteuerungsabkommen können hier etwas Abweichendes definieren. Es sind insbesondere daher die älteren Doppelbesteuerungsabkommen, die hier für den Steuerzahler, der ins Ausland umziehen will, möglicherweise sehr interessant sind. Allerdings muss man hier immer auf der Höhe der Zeit bleiben, denn es werden laufend hier Doppelbesteuerungsabkommen neu verhandelt. Und erst in den letzten Jahren zum Beispiel sind einige sehr positive Doppelbesteuerungsabkommen, also für den Steuerzahler, positive Doppelbesteuerungsabkommen neu verhandelt worden und seitdem nicht mehr so attraktiv. Stichwort zum Beispiel die Philippinen oder Australien. Früher konnte man dort die Rente steuerfrei einnehmen. Mittlerweile geht das nicht mehr. Ich muss daher jedem, der sich dieses Video anschaut und plant, ins Ausland umzuziehen, raten, sich hier von einem qualifizierten Steuerberater oder Steueranwalt in Deutschland entsprechend beraten zu lassen. Denn tatsächlich, um das alte Klischee zu bedienen, jeder Fall ist anders. Ja? Es kommt ja auf sehr viele Details an. Es gibt hier etliche Parameter. Welche Bezüge hast du zum Beispiel? Staatliche Rente, betriebliche Altersvorsorge, vielleicht auch eine private Rente, Einmalzahlung, Verrentung und so weiter und so fort. Hier gibt es viele Parameter. Es ist wichtig, dass du dich hier vor dem Umzug ins Ausland beraten lässt. Was wir hier machen, ist lediglich eine Inspiration für dich, aber im Detail brauchst du dann tatsächlich qualifizierte Beratung, denn ansonsten kann es schnell schiefgehen und das erleben wir immer wieder. Als Beispiel, vor kurzem hat sich eine Rentnerin gemeldet, die von Deutschland nach Italien umgezogen ist. Sie hatte dort schon einige Jahre gelebt und auf einmal nun wollte der italienische Staat ebenfalls ihre Rente besteuern. Rente wurde ja aber schon in Deutschland abgezogen. So, da muss man nun eben ins Doppelbesteuerungsabkommen hineinschauen und da sieht man, dass es im DBA zwischen Deutschland und Italien eben eine Sonderklausel gibt hinsichtlich der Staatsangehörigkeit. Ist nämlich der Rentner, der von Deutschland nach Italien zieht, gleichzeitig auch italienischer Staatsbürger, dann hat der italienische Staat hier ein Abzugsrecht. So, es kommt wie in diesem Fall relativ häufig vor, dass hier die Ämter etwas falsch machen, dass dir also die deutsche Rentenkasse zum Beispiel Steuern abzieht, obwohl sie dir eigentlich keine Steuern abziehen darf. Deswegen eben ist es wichtig, dass du die entsprechende Rechtsberatung hast. Ansonsten ist es möglicherweise so, dass über Jahre hier etwas falsch gemacht wird und dann hast du das Nachsehen, weil du vielleicht nachzahlen musst. Ja? Also Fehler sind hier in diesem Kontext ganz normal. Ja? Nochmal, lass dich beraten, bevor du hier ins Ausland umziehst. Also schauen wir uns zunächst mal an, wie Renteneinkünfte eigentlich in den DBAs, hier in den Doppelbesteuerungsabkommen behandelt werden. Hier muss man grundsätzlich sagen, dass Renten aus einem privaten Versicherungsverhältnis oder der gesetzlichen Sozialversicherung regelmäßig nicht unter den Artikel 18 des Musterabkommens der OECD fallen, wo es um Ruhegehälter geht. Gemäß dem Artikel 21 dieses Musterabkommens, da geht es um andere Einkünfte, sind diese grundsätzlich im Ansässigkeitsstaat des Rentenempfängers zu versteuern. Aber mittlerweile haben eben viele DBA eine Sonderregelung hierzu, oft im Rahmen der Kassenstaatsbesteuerung des öffentlichen Dienstes. Neuere DBA zum Beispiel mit Armenien aus 2018, Australien 2017, Costa Rica, China, Israel, Japan, Mauritius, die Niederlande, den Philippinen, Spanien, Taiwan, Türkei, Tunesien ab 2020 oder Turkmenistan haben dem Auszahlungsstaat für Renten aus der Sozialversicherung innerhalb des Artikels für Ruhegehälter ein ausdrückliches Besteuerungsrecht eingeräumt. Das ist eben genau diese Formulierung, die Deutschland versucht jetzt schon seit einigen Jahren hier in allen neuen DBAs oder neu verhandelten DBAs hier durchzusetzen.
Der Auszahlungsstaat soll hier ein Besteuerungsrecht für Renten aus der Sozialversicherung bekommen. Teilweise werden eben auch für die Privatrenten sogar Besteuerungsrechte eingeräumt, vor allen Dingen dann, wenn die Beiträge dazu abzugsfähig waren. Das finden wir zum Beispiel im DBA mit Australien, was jetzt neu verhandelt wurde, oder auch Spanien oder Irland. So, wie verhält es sich jetzt mit der beschränkten Steuerpflicht? Wenn ein Rentner ins Ausland umzieht und er hat eben eine deutsche Rente, wie ich es vorhin beschrieben habe, dann ist er mal per se in Deutschland beschränkt steuerpflichtig. Er hat dann keinen Freibetrag mehr, muss die Rente voll in Deutschland besteuern. Das ist sozusagen die Default-Regelung, außer im DBA ist etwas anderes beschlossen. Schauen wir uns nun zunächst mal an, in welchen Fällen Deutschland hier das Recht hat, Rente aus der deutschen Sozialversicherung zu besteuern. Das heißt, hier ist also explizit im DBA festgelegt, dass ein Rentner die deutsche Rente aus einer deutschen Sozialversicherung in Deutschland besteuern muss. Das betrifft unter anderem folgende Länder und ich werde jetzt nur hier ein paar Länder zitieren, die wir hier vielfach auch erwähnen, weil sie steuerlich attraktiv sind. Also zum Beispiel Argentinien, zum Beispiel Bulgarien, Costa Rica, Georgien, Italien, Jersey, Kanada, Kroatien, Liechtenstein, Malaysia, Malta, Mauritius, Mexiko, Neuseeland, Philippinen, Rumänien, Singapur, die Türkei, Ungarn, Uruguay und Zypern. Wenn du in einem dieser Länder wohnst, und wie gesagt, es gibt da noch mehr Länder, ich habe jetzt die Liste gekürzt, dann ist immer eine Rente aus der deutschen Sozialversicherung in Deutschland zu versteuern. Hier ist das Finanzamt Neubrandenburg für dich zuständig. Du musst dort eine Steuererklärung abgeben und du musst dann, wie gesagt, diese Rente in Deutschland besteuern. Andere Renten, zum Beispiel aus der privaten Altersvorsorge oder aber private Renten, sind nicht steuerpflichtig in diesen Ländern, sondern es geht hier nur um die deutsche Sozialversicherungsrente. Du kannst übrigens freiwillig in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig bleiben, dann kannst du weiterhin den Steuerfreibetrag nutzen. Für viele Rentner, die keine anderen Einkünfte haben, ist das die günstigere Lösung. Das geht, wenn du eigentlich nur Einkünfte aus Deutschland hast oder mindestens 90% deiner Einkünfte aus Deutschland stammen, dann kannst du dich weiter freiwillig in Deutschland als unbeschränkt steuerpflichtig melden. Bei der nächsten Gruppe von Ländern geht es um Länder, die Deutschland ein Besteuerungsrecht nicht nur für Sozialversicherungsrenten, sondern auch für weitere Rentenverträge, zum Beispiel betriebliche Altersvorsorge, hier gegeben haben. Wenn du also in diesen Ländern wohnst, dann musst du sowohl die Sozialversicherungsrenten auch als die betriebliche Altersvorsorge dort versteuern. Dazu zählen Australien, Bangladesch, Großbritannien, Irland, Kenia, Luxemburg, die Niederlande, Simbabwe, Spanien, Trinidad und Tobago und die Ukraine. Hier hat Deutschland noch ein weiteres Besteuerungsrecht, nicht nur auf die Sozialversicherungsrenten. Die dritte Liste hier mit Ländern gibt Deutschland sogar das Recht, auch Leistungen aus der privaten Altersvorsorge zu besteuern. Das heißt also sowohl aus der privaten als auch aus der betrieblichen als auch die Sozialversicherungsrenten. Das sind Bangladesch, Simbabwe, Trinidad und Tobago und die Ukraine, Gott sei Dank ja nicht so viele. Auch Kenia ist hier übrigens mit dabei, aber hier gibt es eine Sonderregelung, denn die Steuer wird begrenzt auf maximal 5% der Bruttoeinnahmen. Hier möchte ich jetzt kurz auch noch auf das Thema Staatsangehörigkeit eingehen. Hier gibt es zwei Fälle, nämlich Italien und Schweden, die machen das Besteuerungsrecht des Quellenstaates bei Sozialversicherungsrenten von der Staatsangehörigkeit abhängig. Ist also zum Beispiel ein Italiener, der in Deutschland gearbeitet hat und somit Ansprüche hat auf eine deutsche Rente, wieder in Italien zurück, dann kann Italien diese Rente dann besteuern. Das deutsche Quellensteuerrecht entfällt dann. Hat aber der in Italien lebende Rentner nur die deutsche Staatsangehörigkeit, hat Italien kein Besteuerungsrecht. Hat der Rentner nun die
deutsche und italienische Staatsangehörigkeit entfällt auch wiederum das deutsche Quellensteuerrecht, wenn eben dieser Rentner in Italien wohnt. Das Gleiche gilt auch für Schweden übrigens. Also diese beiden Länder haben hier eine Sonderregelung. Die komplizierteste Regelung in einem DBA zur Rentenbesteuerung hat übrigens die Türkei. Hiernach dürfen Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung in Deutschland nur besteuert werden, wenn der Bruttorentenbetrag zusammen mit Ruhegehältern von früheren unselbstständigen Tätigkeiten im privaten Dienst den Betrag von 10.000 Euro im Kalenderjahr übersteigt. Nur der übersteigende Teil darf dann mit maximal 10% der Bruttobeträge besteuert werden. Kommen wir nun also zu den interessanteren Fällen, dort, wo du tatsächlich dann steuerlich etwas optimieren kannst. Es gibt also tatsächlich Länder, in denen im DBA festgelegt ist, dass Deutschland kein Besteuerungsrecht auf die deutsche Rente hat, auch nicht auf eine Sozialversicherungsrente. Allerdings muss man hier wiederum beachten, dass es eine Rückfallklausel gibt. Wird also die Rente im Ansässigkeitsstaat nicht besteuert, dann wird wiederum in Deutschland Steuer fällig. Das ist im Fall von Portugal, Sri Lanka und Südafrika der Fall. Südafrika hier eigentlich besonders interessant, denn man kann ja in Südafrika sich so einrichten, dass man hier keine Steuern auf ausländische Erträge inklusive Renten bezahlen muss. Aber hier schlägt dann eben Deutschland zu. Aber diese Rückfallklauseln, die es ja vielfach gibt, auch in einem anderen Kontext, sind bei Renten grundsätzlich nur eben in den drei Ländern Portugal, Sri Lanka und Südafrika hier zu beachten. Interessant sind daher vor allen Dingen jene Länder, wo Deutschland die Rente nicht besteuert und wo es dann auch keine Rückfallklausel gibt. Wenn also in dem entsprechenden Land eben auch keine Rente zu besteuern ist und es keine Rückfallklausel gibt im DBA, sodass Deutschland doch noch sagen kann, wir besteuern jetzt diese Rente. Es ist nämlich tatsächlich so, dass es einige Länder gibt, wo entweder Auslandseinkünfte steuerfrei sind oder aber Renten komplett steuerfrei sind. Das heißt, hier kannst du dann wirklich komplett steuerfrei leben. Du bekommst die deutsche Rente brutto ausbezahlt, musst weder in Deutschland Steuern bezahlen noch im Wohnsitzstaat Steuern bezahlen. Früher war das ja in Thailand der Fall, heute leider nicht mehr so in Thailand, denn heute müssen Beträge, die nach Thailand ausgeschüttet werden, in Thailand besteuert werden. Kommen wir jetzt eigentlich zur Liste der wirklich attraktiven steuerlichen Länder, wo man kaum oder gar keine Steuern im Wohnsitzland bezahlen muss und man, wie gesagt, hier gemäß DBA auch die Rente aus Deutschland steuerfrei ausbezahlt bekommt. Aber auch hier möchte ich wieder ganz klar sagen, Deutschland gefällt diese Situation nicht, aber es ist eben mühselig, diese DBAs neu zu verhandeln. Wenn wir von einem Land sprechen, wo nur wenige Rentner umziehen, dann lohnt sich der Aufwand nicht, dann bleibt das so weiter bestehen. Aber es kann sein, dass das alles natürlich irgendwann neu verhandelt wird. Da musst du also genau ein Auge drauf haben. Ich gehe jetzt kurz die Liste aller Länder durch. Es sind leider gar nicht so viele. Und dann sage ich kurz, in welchen Ländern hier es eigentlich steuerlich interessant ist. Das erste Land ist Bolivien und Bolivien ist tatsächlich interessant, denn in Bolivien gilt territoriales Steuersystem. Hier sind also keine Steuern auf die deutsche Rente zu bezahlen und wie gesagt auch kein Steuerabzug in Deutschland. Ecuador ist das nächste Land auf der Liste. Auch hier kann man es möglicherweise so einrichten, dass ausländische Einkünfte steuerfrei sind. Elfenbeinküste, Estland, Indien, Indonesien, Iran, Island. Dann haben wir Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Montenegro. Montenegro ist ebenfalls sehr interessant, denn Montenegro werden Renten grundsätzlich nicht besteuert. Das heißt, hier auch keine Steuer auf Renten, wenn du in Montenegro lebst, aber eine Rente aus Deutschland bekommst. Serbien das Gleiche. Kuwait natürlich ebenfalls dann steuerfrei. Lettland, Liberia, Litauen, Marokko. Marokko ist ebenfalls sehr interessant, denn in Marokko werden 80% einer nach Marokko überwiesenen Rente steuerfrei gestellt. Du zahlst also nur auf 20% der Rente. Mongolei, Namibia. Namibia ebenfalls sehr interessant, denn auch in Namibia gilt eine territoriale Besteuerung. Auch hier ausländische Einkünfte steuerfrei.
Pakistan, Russland, Sambia. Sambia ebenfalls ausländische Einkünfte steuerfrei. Die Schweiz gehört ebenfalls dazu. Da haben wir schon vielfach drüber geredet. Steuersätze können sehr attraktiv sein in der Schweiz. Da gilt in den ersten 5 Jahren nach Umzug die sogenannte überdachende Besteuerung. Das heißt, hier werden tatsächlich weiterhin Steuern in Deutschland fällig. Aber danach kann man dann die günstigen Schweizer Steuersätze nutzen. Tschechien und die Slowakei gehören ebenfalls dazu. Auch dazu gehören Albanien. Albanien ebenfalls interessant. Auch hier sind Renten nicht besteuert, das heißt steuerfrei. Aserbaidschan, Frankreich, Griechenland. Griechenland sehr interessant. In Griechenland beträgt, wenn man das entsprechende steuerliche Sonderprogramm nutzt, die Steuer auf ausländische Renten und generell ausländische Erträge inklusive Kapitalerträge 7%. Jamaika ebenfalls interessant, keine Steuern auf Auslandsbezüge in Jamaika. Slowenien, Thailand gehört dazu. Thailand bisher ja sehr interessant, jetzt haben sie da steuerlich einiges verändert, vielleicht nicht mehr so interessant, hängt es davon ab, was jetzt noch kommt. Und dann eben auch Moldau. Moldau ist ebenfalls interessant, denn hier sind also ausländische Einkünfte ebenfalls steuerfrei. Zusammenfassend kann man also sagen, dass die folgenden 22 Länder für Vorruheständler und Ruheständler, die entsprechende Bezüge aus Deutschland haben, besonders interessant sind. Hier vor allen Dingen interessant die ersten 10 Länder, denn hier hat Deutschland überhaupt kein Besteuerungsrecht und auch in diesen Ländern werden gar keine Steuern oder nur sehr geringe Steuern fällig auf deutsche Bezüge. Bolivien, Ecuador, Montenegro, Marokko, Namibia, Sambia, Schweiz, Albanien, Jamaika und Moldau. Die folgenden Länder sind interessant, wenn du über eine betriebliche Altersvorsorge oder eine private Altersvorsorge verfügst. Zwar kann die Sozialversicherungsrente in Deutschland besteuert werden, nicht aber sonstige Ruhestandseinkünfte. Und auch für diese Länder wiederum gilt, dass entsprechend keine Steuern im Wohnsitzland auf die deutschen Ruhestandsbezüge, die deutsche Rente anfallen würde. Hier haben wir Costa Rica, hier gilt das Territorialprinzip, auch Georgien, keine Steuern auf ausländische Bezüge. Israel sind wenigstens die ersten 10 Jahre steuerfrei, wenn du dort neu hin umziehst. Italien sehr interessant, dort fallen 7% Steuern an. Malta Auslandseinkünfte steuerfrei, Mauritius Auslandseinkünfte steuerfrei. Mexiko, dort kannst du so leben, dass es steuerfrei ist. Das Setup ist ein bisschen kompliziert, da lohnt sich nur bei höheren Einkünften. Neuseeland in den ersten 4 Jahren keine Steuern auf Auslandseinkünfte. Philippinen keine Steuern auf Auslandseinkünfte. Singapur das gleiche, Uruguay das gleiche. Und zu guter Letzt Zypern, hier auch ein interessantes Land. Hier werden 5% Steuern auf ausländische Renten- und Ruhestandsbezüge fällig. Damit sind wir am Ende unseres Videos angelangt. Wie du schon sehen kannst, es ist eine relativ komplizierte Sache, mit der man sich hier rumschlagen muss. Lass dich beraten, wenn du planst, als Vorruheständler, als Ruheständler ins Ausland umzuziehen. Dieses Video, wie gesagt, soll dir als Inspiration dienen. Wenn auch du vorhast, auszuwandern, dein Vermögen zu schützen, neues Vermögen aufzubauen, möglicherweise eine weitere Staatsbürgerschaft anzunehmen, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir helfen seit fast 20 Jahren Mandanten dabei, genau das zu tun. Und ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.